Im neuen Jahr brauchst du ganz viel Glück. Was gibt es da Besseres als ein 4-blättriges Kleeblatt? Doch im Winter gibt es keine Kleeblätter. Also musst du in deine Viehmodrickkiste greifen und dir ein Kleeblatt selber machen. Für deine Kleeblattcan brauchst du die Farben Schwarz, Weiß, das helle Grün, ein dunkles Grün, dein Fimo-Werkzeug und die Pastamaschine. Zuerst greifst du zum Weiß und zum hellen Grün. Vom Weiß nimmst du dir etwa die Hälfte, den Rest brauchst du zum Füllen, und vom Grün nimmst du ein kleines Stück für ein helles Grün, das du dir jetzt mischst. Nach dem Wischen hast du ein ganz helles Grün. Dazu nimmst du jetzt dein normales Grün und das dunkle Grün. Die 3 Farben gibst du jetzt durch die Pastamaschine für einen Farbverlauf. Die Pastamaschine habe ich auf Stufe 1 eingestellt. Das ist die dickste. Leg die Farben ganz leicht übereinander und lass sie nun hindurch. Anschließend legst du das Ganze wieder zusammen. So werden die Kanten hier noch deutlicher und lässt das Ganze nochmal hindurch. Am besten 20 bis 30 Mal, bis du einen schönen Farbverlauf hast. Hast du deinen Farbverlauf fertig, dann schau, dass er in etwa gleich dick ist und streck ihn jetzt mit Hilfe der Pastamaschine. Geh jemals eine Stufe tiefer, also zum Beispiel auf die 2, und lass ihn hindurch. Anschließend gehst du wieder einen Schritt tiefer auf die 3 oder 4. Und streckst den Verlauf immer weiter, bis er ziemlich lang ist. Am besten gehst du bis zur Stufe 7. Deinen fertigen Farbverlauf legst du jetzt im Zickzack zusammen. So lange, bis der ganze Strang verbraucht ist. Fertig sollte das Ganze dann so aussehen. Ein langes Stück im Zickzack zusammengewickelt. Teile jetzt das Stück mittig. Anschließend legst du hell auf hell, dass die dunklen Seiten nach außen zeigen. Oben bleibt eine breite Seite, unten drückst du das Ganze spitz zusammen. Später solltest du eine Dreiecksform haben. Als nächstes nimmst du dir das dunkle Grün. Das brauchst du nun für das Muster in deiner Cane. Stell die Pastamaschine auf Stufe 9 ein, die dünnste, und lass das Ganze einmal hindurch. Danach musst du es nur noch schneiden. Jetzt schneidest du dein dunkles Grün, am besten so breit wie dein Dreieck ist, also das Dreieck deines Farbverlaufs. Es kommen weg die unschönen Ränder. Und hinten schneidest du das Ganze gerade ab. Als nächstes schneidest du deine Cane ein. Als erstes vorne mittig bis zum hellen. Hier in die Mitte kommt nun ein Streifen vom Grün. Schneide ein Stück ab und lege das Ganze nun bis in die Mitte und verschließe das Ganze dann wieder. Was jetzt noch übersteht, schneidest du weg. Als nächstes schneidest du deine Cane von oben ein. Auch hier wieder vom dunklen bis zum hellen an beiden Seiten. Leicht öffnen und dann setzt du auch hier das dunkle Grün ein. Fertig eingelegt teilst du deine Dreieck nun horizontal durch das helle.
Jetzt nimmst du dir das untere Stück und gehst genau zwischen die grünen Bahnen und drückst eine kleine Vertiefung hinein. Die Vertiefung fülle jetzt mit einem Stück grüner Wurst. Es ist wieder das dunkle Grün, das du auch für die Scheiben verwendet hast. Fertig gefüllt, legst du deine Cane wieder zusammen. Achte darauf, dass die Grün auf Grün treffen und dann drücke alles fest zusammen. Für die Kontur deines Farbverlaufs brauchst du jetzt das Schwarz. Stelle die Pastamaschine auf Stufe 9 ein und lass das Ganze hindurch. Als nächstes wird es geschnitten. Schneide dein Schwarz wieder genauso breit wie dein Dreieck. Oben und unten kommt weg und die Kanten schneidest du gerade ab. Aufgepasst! Mit dem Schwarz legst du jetzt nicht die komplette Cane ein, sondern du beginnst beim dunklen Grün, gehst einmal komplett rundherum, bis du wieder beim dunklen Grün angekommen bist und schneidest dann das Schwarz ab. Die untere Spitze bleibt grün und bekommt kein Schwarz. Wenn du dann soweit bist, kannst du nun dein Dreieck, wie es ist, reduzieren. Du brauchst später 4 gleich große Stücke. Fertig sollte deine Wurst so aussehen. Bei mir ist sie gute 10 cm lang. Wenn du dann Anfang und Ende wegschneidest, hast du in der Mitte 4 gleich große Stücke, 2 cm breit, mit denen du deine Cane zusammenbauen kannst. Bevor es losgeht, nimm dir jetzt ein Holzspieß und drücke oben bei dem Schwarzen in der Mitte eine Vertiefung hinein. Am besten legst du erst das Stäbchen an, drehst das Ganze dann auf die Rückseite und ziehst jetzt die Kanten über das Stäbchen. So bekommt dein Blatt eine schöne Kleeblattform. Wenn du damit fertig bist, entferne das Stäbchen wieder und schneide jetzt deine Cane auf. Erstmal Anfang und Ende weg und dann die 2 cm großen Stückchen. In der Mitte solltest du dann schon dein Muster sehen. Und schneidest jetzt die restlichen Stücke noch aus. Jetzt geht es weiter mit dem Stängel des kleinen Kleeblatts. Du brauchst dafür das helle und das dunkle Grün. Breite zuerst die beiden Farben flach aus. Danach geht es auch hier weiter mit einem Farbverlauf. Leg die Farben leicht übereinander, stell die Pastamaschine auf Stufe 1 ein und stelle jetzt wieder einen Farbverlauf her, indem du die Bahnen mehrmals übereinander schlägst. Dein fertiger Farbverlauf, den solltest du mit der Pastamaschine noch etwas strecken, bis auf Stufe 5. Danach beginnst du beim Hellen und wickelst das Ganze auf. Als nächstes nimmst du dann eine Wurst und drückst sie flach. In der Mitte von deinem Stängel ist das helle, außen das dunkle. Der Stängel sollte möglichst dünn sein, etwa einen halben Zentimeter, nicht dicker, da jetzt dann noch etwas Schwarz herumkommt. Schneide zuerst Anfang und Ende ab, bis auch dieses Stück wieder 2 cm breit ist. So dünn wie es jetzt ist, nimmst du dir wieder das Schwarz auf Stufe 9 und legst es um den Stängel. Auch hier nicht komplett, eine Seite bleibt frei. Du legst es also nur hier bis zur ungefähr zur Hälfte, schneidest dann das Schwarz ab und lässt oben eine grüne Fläche frei. Für die Füllung brauchst du jetzt das Weiß. Stell die Pastamaschine auf Stufe 1, die dickste Stufe ein und lass das Weiß hindurch. Anschließend schneidest du es und füllst damit deine Cane. Zum Weiß außerdem brauchst du für den Rand das dunkle und das helle Grün.
Auch die beiden Farben lasse bei Stufe 1 durch die Pastamaschine, anschließend schneidest du sie noch passend zu. Als erstes baust du dir dein Kleeblatt zusammen. Die 4 Stücke aneinander, damit sich das dunkelgrün in der Mitte trifft, und unten dazwischen kommt noch der Stängel. Wenn du soweit fertig bist, nimmst du dir ein kleines Stückchen von dem Weiß, das rollst du zur Wurst und legst nun in deine Kleeblätter. Und zwar genau hier hinten mittig, dort wo du die Vertiefung gesetzt hast, damit das Blatt seine Form auch wirklich bekommt. Als nächstes nimmst du dir dein ausgerolltes Weiß und schneidest dir kleine Stücke ab. Das eine Ende spitzt du zu, drücke es flach zusammen. Die dünne Spitze kommt nun in die Lücken deines Kleeblatts. Mit den anderen Lücken verfährst du nach dem gleichen Prinzip. Jede einzelne wird mit einer weißen Bahn und dann mit der Spitze nach innen gefüllt. Hast du alle Lücken gefüllt, müsste deine Cane kompakt sein und geschlossen. Als nächstes nimmst du dir wieder Weiß, auch auf Stufe 1 durch die Pastamaschine, und legst das Ganze rundherum. Die Enden sollten sich mindestens überlaufen oder aufeinander liegen. Danach kannst du zum farbigen Rand ansetzen. Dazu brauchst du dein helles Grün und das dunkle Grün und schneidest dir jetzt kleine Stücke daraus. Diese sollten ca. einen halben Zentimeter dick sein. Hast du die Farben abwechselnd nebeneinander gelegt, dann nimm dir jetzt den Acrylroller und verbinde die Farben. Als letztes legst du das farbige Band um deine Cane. Achte darauf, dass hell und dunkel am Ende übereinander lappen. Danach schließt du Anfang und Ende ab. Und jetzt kannst du deine Cane reduzieren, am besten indem du sie drehst oder einfach ausrollst. Juhu! Ich präsentiere dir die Welt der Modelliermassen auf eine ganz besondere Art und Weise. Lass dich inspirieren von vielen kreativen Ideen rund um das Thema Fimo. Guck dich auf meinem Kanal um. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Deine Froni!